Willkommen, liebe Leute, zu dem nächsten Teil von Tainted Grail, The Fall of Avalon. Ich befinde mich jetzt hier auf der Burg und ich wollte ja noch mit Leuten quatschen. Jetzt hängt das Spiel wieder ein bisschen. Ja, mein PC ist eindeutig zu schwach. So. Keepers Alloys. Oh, you're an outsider. May I ask you something? Klar. Have you passed by Blood Lake? It's the pond with red-tinted water near the east gate. Back in the day, the bodies of people sentenced to death used to be dumped there. Ja, da war ich ja gerade. There were some undead nearby, right? You know, blackened corpses walking around slowly and making guttural sounds. I mean, I'm sure they're still there. They wouldn't just disappear. They've been roaming around that place for a long time now. Yeah, I'm an idiot. It's stupid. We were drinking with the lads and the booze went straight to me head. I started to brag about how I'd go to the Blood Lake and kill all those undead. One word led to another, and I ended up betting down some gold that I'd do it and bring their teeth back as proof. I thought that when he sobered up, he wouldn't remember a thing. But no. I don't care about the money, but they'll be making fun of me for months. Okay. And I'll say it was all my doing. Would you really do this for me? How much do you want? Thank you. I'll put in a good word for you to the quartermaster. Also, ich soll die Untoten, denen soll ich die Zähne stehlen. Okay. Alles klar. Welcome. In the name of our eternally reigning majesty, King Arthur, and the Knights of the Round Table, I am obliged to inform you that fighting those who actively break the law and reject the rule of the crown is the duty and pride of every subject. As Camelot's representative, I will be paying a bounty of 10 gold pieces for the death of each bandit roving the area, as long as adequate proof is provided. Ich habe ja schon viele Banditen gekillt. Really? You fought bandits and killed them? Ooh, I want to hear all the details. Here's your reward, but promise you'll tell me everything. Ich habe noch mehr. Again? You really like killing, don't you? Do you pierce them with arrows from afar? Or do you prefer doing it up close to watch the light fade from their eyes? I have so many questions, but for now, here's your reward. Just let me know if you're interested. I'll be able to point you in the right direction, and here's your reward. Ah, der gibt mir... Ah, das ist ja cool, Alter. Ich krieg da immer bloß 10 Wealth. Wie viele Skins habe ich denn? Habe ich so viele Banditen gekillt, Alter, krass. Oder da stimmt da was nicht? So, das war's, gut. Boah, dachte schon, da stimmt was nicht. Have you ever heard of Rusty Ardgal? A couple of months ago, he slaughtered some important red priests and their guards, so Camelot put a sizable bounty on his head. I'll mark on the map where Ardgal and his gang were last seen. I'm curious if you'll be able to handle him. I heard he's one tough son of a bitch. Okay. Ein Gesuchter, ha? Okay, alles klar. Oh, hey, before you go, I can see the bloodlust in your eyes, you know. It takes one to know one. So here's some friendly advice, free of charge. If you're seeking scum to slay, you'll find bandits near the local mania. It's worth visiting if you haven't already. They keep close to it because it protects them from the weirdness, the undead, and other monsters. Well, it won't protect them from you. Alles klar, Leute. Gut. Banditen töten, den Untoten die Zähne klauen. Ich glaube, das machen wir jetzt erstmal, ha? Bevor ich da noch hochgehe und noch mehr Aufträge bekomme. Ja, komm. Da hat mir das markiert auf der Map. Gucken wir mal. Bandits Camp, da war ich aber doch schon. Komm mal, zeig mir hier. Quests. Sidequests.
you don't want to start a fight with the... Ne, das ist was anderes. As good as gold. Elaine asked me to go to Osprite and see if he... Ne, das war das auch nicht. Ah, das war das, der Erhängte da von der Frau. Medic. Nee, das muss was anderes sein. Ist das ein... Ah. Wants me to prove myself further by making a Berserker's Axe. Ah, der hat mir hier... Der hat mir ein Rezept gegeben, für eine Axt zu machen. Okay. Shadow of the Horns. The gate guard Otran told me that I should report to the Quartermaster Fargus. Da muss ich ja noch hin, aber... wo ist denn das mit den Banditen? Ah, hier unten geht's weiter. Okay. One of the guards asked me to help him win his bet and bring him some teeth. Okay, also die Zähne und der Untoten. Und Cillian, a man sent from Camelot, is paying bounties for each... Okay, das kennen wir ja schon. Kopfgeld. Hier, Bandit Rusty Artgal. Da bin ich mal gespannt, was der für eine Waffe hat. So, komm, kannst du markieren? Rusty Dingsbums, wo ist der Typ? Ah, hier ist er schon. Sehr gut. Können wir gleich mal hinreisen. So, gib mir mein Schwert. Das war doch der mit der, die Leute da vorne, wo so gepanzert waren, oder? Kann das sein? Nee. Okay, der müsste dann hier irgendwo sein. Okay. Oh, sag mir nicht, dass er da oben steht. Da oben scheint nämlich jemand zu sein. Da war ich doch schon, oder? Am Anfang. Habe ich die vielleicht zu früh erledigt? Ist das ein Bandit? Highwayman, ja. Da gehe ich einfach mal hin und klopp mir einfach mal das Schwert auf den Kopf. What's that noise? So, ihr Penner. Da ist ja schon der nächste. Das gibt wieder extra Belohnungen. Hier steht auch einer, das sieht aus wie ein Händler. Der Typ. What's that noise? Dangerous hat er gestanden. Ich mach mich kaputt. Ihr Idioten. 106 Coins dabei gehabt. Okay. Das war's, ja? Kann man da hingehen, gucken, wer das ist überhaupt. Der sieht mir jetzt nicht gefährlich aus. Was ist das hier? Krass. Haben sie den Oger zur Strecke gebracht, oder was? Ah, du Mistvieh, Alter. Krass. So. Ich darf hier nicht abschweifen. Das ist ja noch ein, Alter. Gehen wir mal zu dem Händler. Oder wer immer das ist. Hier ist noch ein Wolf. You disturb my peace. Oh, Alter, ein Zauberer. Doch ein Böser. Lockpick. Gucken wir mal, was er da gelagert hat. In der Kiste.
Lockpick. Arcane Lands. Oh, oh, da kommt jemand. So. Beautiful Liliana and Dungeons of Perversions. Das kennen wir doch schon, oder? Egal, können wir verkaufen. Erotikromane können wir verkaufen. So, hier ist eine Alchemiestation, da können wir mal klotzen. Vielleicht kann ich da noch irgendwas machen. Was für Receipts haben wir denn hier? Mana, Druid. Heal 50 Mana über 30 Sekunden. Ich benutze sowas eigentlich kaum in keinem Spiel. Also nicht mal bei Skyrim damals oder Oblivion habe ich so Tränke benutzt. Also ganz, ganz selten. Nee, komm, da muss ich nichts machen. Warum man die Tränke alle teuer verkaufen kann, ne? Man kann ja die Sachen verkaufen. Da steht auch immer unten der Wert von den Sachen. 12, 52, 62. Könnten wir hier vielleicht ein paar... A potion based on the forbidden alchemy of Viscera. Causes Berserk. Raserei dann. Okay, was haben wir noch? Restores 25 Mana. Naja, 52 Goldstücke sind nicht viel, aber trotzdem. So. Jetzt wird es leider wieder dunkel. Ich muss gucken, dass ich da irgendwie hochkomme. Die haben sich wahrscheinlich alle da oben verschanzt. Und ich hasse das im Dunkeln zu kämpfen. Ah, da oben scheint irgendwie ein Eingang zu sein. Oh oh. Ja, ich weiß, was Hunger Volvi, aber also mein Leben ist mir schon wichtig hier. Da ist noch so ein Volvi. So, hier müsste irgendwo der Eingang sein. Ich war mir sicher, ich war hier oben schon mal. So, wie komme ich jetzt da hoch? Ist es da schon? Nee, oder? Krass, Alter, wie hoch das da geht. Ob ich da hochklettern kann? Wie wär's mal mit Licht, hä? Machen wir mal ein bisschen Licht hier. Das war ein Zauber. Ein Feuerball oder irgend sowas. Gut. Jetzt habe ich wenigstens ein bisschen Licht. Das müsste der sein, ne? Ist er das? Highwayman. Ne, das ist er nicht. Trotzdem, wo ist der? Ah, da hinten, da sitzt noch einer. Oh, der hat eine richtig fette Keule. Aber keine Chance gegen mich. Bin zu stark für die. Bone Club. Nehme ich gleich mal mit hier. So, hat er sonst noch was dabei? Nee. Okay, Quest completed. Wir gucken aber nur. Vielleicht gibt es da noch was Gutes zum Mitnehmen. Brauchen die Nahrungsmittel hier eh nicht mehr, also.
Gut. Rest. Ist es schon Nacht oder nicht? Das weiß ich halt nicht jetzt. Ich könnte natürlich resten, aber... Okay, da ist nichts mehr. Bin ich hier fertig. Habe fertig. So. Wir müssen noch mehrere Quests machen. Wir gucken, dass wir so ein paar Quests machen. Was gibt's denn hier noch? Ah, die Zombies da an dem... mit den Zähnen. Hier. Teeth of the Undead. Da gehen wir jetzt hin. Und zwar sind die da am Blutteich irgendwo da unten. Hier. Wenn wir gerade dahin reisen. Oh. Ja, ich hab die alle schon gekillt, Alter. Oder muss ich tauchen? Muss die Zähne... Sind das vielleicht die Untoten, die im Wasser sind? Sicher jetzt? Warte mal, zeig mal her. Blood Lake. Ich guck mal. Das sind aber keine Untoten hier. Hier gibt's keine Untoten. Die waren ganz am Anfang da, die habe ich aber alle gekillt. Und jetzt ist keiner mehr da. Sehr witzig. Oder ich muss, vielleicht gehen auch andere Untote. Kann ich die Zähne von anderen Untoten gleich nehmen? Das ist wirklich komisch. Was habe ich da gehört? Irgendwas hat doch da Geräusche gemacht. Was war das? Hat da gerade jemand gestöhnt? Sag mir nicht, dass ich da nochmal tauchen muss und in die Mine rein soll. Some Teeth of the Undead. Hier haben wir wieder das, den Pfeil, also der zeigt da genau runter in die Mine. Da muss ich vielleicht doch nochmal da runter. Ich guck nochmal nach. Ist ja doof. If I want to prove myself to Terror, I need to slay a Mistbearer. Das hat er gerade hier angezeigt. Aber da ist doch gar keiner. Die Mission muss hier sein, in der Mine. Aber... Oder? Warum sehe ich dann hier keinen
Kein Monster oder so? Ja, toll. Jetzt kommt ja diese Musik, aber wie gesagt, da ist keiner. Für den Arsch ist das hier. Zeitverschwendung. So, dann werde ich mal eine andere Quest verfolgen noch. Was haben wir denn noch hier? Ja, das war das mit den Kopfgeldern. Untote, keine Ahnung. Ich habe fast alles schon ausgerottet hier. Whispers in the Dark. As good as gold. Necklace, machen wir das mal. Hier geht es um ein Amulett für jemanden. Und es wäre wo? Er zeigt schon wieder darunter. In die Mine. Ich verstehe es nicht. Oder ist es da oben drüber? Nee, kann nicht sein. Geht's nochmal dahin, ey. Ah, nee, das zeigt doch woanders hin. Irgendwo da hinten. Ah, muss wieder in die Burg wahrscheinlich. Hier war ich auch schon, oder? Die habe ich schon gekillt, oder nicht? Oh, nee, da stehen... Ach so, nee. Die habe ich letztes Mal, glaube ich, verschont. Out there. Survive that. Hier auch mal Blatt gemacht hier. So, muss ich wahrscheinlich doch wieder hoch zur Burg. Schnell reisen, Alter. Ah, der ist oben, okay. Ja, okay. Habe ich vielleicht schon Zähne in meinem Inventar. Zähne.
Ogerzahn habe ich ja, aber Untotenzähne habe ich nicht, Wolfzähne. Nee. Sieht nicht danach aus. Habe ich überhaupt noch Punkte dazu bekommen? Ja, einen Attributpunkt. Dann nehme ich mal... Nicht mal das hier. Scheint so eine Art Juwelier zu sein oder so. Oh. Der schläft. Oi, friend! What does the blacksmith say when someone compliments the armor he made? Thank you. It's my strong suit. So, how can I help you? Doch, der Schmied. Ah, that thing. Listen, my hands aren't made for delicate work. Elaine asked me very nicely, so I really wanted to help. But, to be honest with you, I've neither the tools nor the skill, my friend. It's a task that requires precision. If I started tinkering with the necklace, I'd probably just break it even more. For a delicate thing like this, you don't want someone who hammers iron all day. You need someone who really knows how to work with gold. But where you could find someone like that around here, I couldn't tell you if you killed me. Safe travels, my friend. Take the necklace and tell Elaine that I'm sorry I couldn't help. Safe travels, my friend. Take the necklace and tell Elaine that I'm sorry I couldn't help. But if she ever needs to fix an axe or some plate armor, then... You know what? Never mind. Don't tell her that. Gucken wir mal in den Shop rein, verkaufen wir mal ein bisschen was. Das können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Den Entdecker verkaufen wir. Soul Splitter. Ja, verkaufen wir auch. So. Dann schauen wir mal, ob er irgendwas hat, was stärker ist als das, was ich jetzt gerade bei mir habe. Nee. Nee. Hat nur Schrott. Das sind wahrscheinlich wieder Lernbücher, die nehme ich mal mit. Aha. Gut, also der hat nicht viel. Gehen wir wieder raus. Jetzt haben wir das Amulett wieder bekommen für diese Elaine. Der kann halt einfach nicht mit seinen fetten Finger da so kleine Feinheiten machen. Wen frage ich da jetzt am besten? Ich kenne sonst keinen Goldschmied oder so. Nach Aufträgen habe ich ihn jetzt nicht gefragt. Good to see you again. The pledge today was very interesting, wasn't it? The certainty in Quartermaster Aimer's voice. Beautiful. Makes one eager to start work. So, what do you need this time? The pass again? Are we planning a trip to the stale lamb? Ich kenne ihn zwar nicht, aber okay. Hey, not this time, my friend. I've run out of ink. I'm waiting for a delivery. Steward Orla will let me know when more arrives. In the meantime, I need to ask you for a favor. So, you in? For the sake of our long friendship?
Ich kenne den gar nicht, Alter. You do know it needs to stay between us. Do you understand? Say you understand. Fantastic. So, here's the thing. On a recent night out of wrongs, it seems I may have left some sensitive documents at the bar. Documents, with Captain Fergus' seal. But not necessarily sealed by him. You know what I mean. I can't really go there right now. Could you get them back for me? I'm sure it won't be too much of a problem. Splendid! When you have the documents, meet me at the third crowing of the rooster. Or just find me. I'll be around. Okay. Irgendwelche Papiere hat er da vergessen in der Kneipe. Komm ich denn hier rein? Boah, gibt noch einige Aufträge zu erfüllen, ey. Ich komme da gar nicht hinterher. Wie gesagt, die Zombies waren weg. Dieses komische flüsternde Biest war nicht aufzufinden. Keine Ahnung, ey. Ist jemand da? Keiner da. Könnte ich ja mal gucken, ey. Könnte ich ja mal klotzen hier. Lockpick. Aber ich komme keiner. Perfekt. 53 Coins. Aber ich fliege ich nicht auf, wenn ich da was stehle. Was haben wir dann hier? Naja, ich habe nichts bekommen. Okay. Ja, ich weiß, es ist leider nicht so spannend, diese Folge. Ich werde auch schon leicht schläfrig. Keine Ahnung, wo es hier überall reingeht. Vielleicht mal mit dem Typ noch. If you're here to see the healer, don't bother. He's a quack and a butcher who likes to watch people suffer. I came to him with a toothache, asked him to make me something for the pain, and you know what he did? He said my tooth is rotten, and then sent me to Osprey to get it pulled out. Sounds like horse crap. My grandma was smarter than your lot, and she couldn't even read. She knew how to make a proper potion for a toothache. If I was any good at mixing that stuff, I wouldn't need to deal with quacks like Heber. I even gave him my grandma's recipe, but he said it was no good. No, Heber took it, the plonker. Said if I don't know how to make it, I shouldn't have it. And that he doesn't want some questionable homebrew medicine spreading through the keep. Okay. Oh yeah? And then what? Another and another? Give it a few years and I'll be left with no teeth! Ah, leave me alone. Was ist das hier? Ich habe keine Ahnung, wo es überall reingeht. Die Ladebildschirme dauern halt immer so lang. Meine Güte. Hier der Heiler, oder was? Könnte es sein, dass es der Heiler ist? Ja. Ja, aber ich will jetzt hier nicht einfach was klauen, aber vielleicht finde ich das Rezept, was er einfach unterschlagen hat. Könnte ja sein. Dann freut sich der andere wieder hier. Nee, das scheint kein Rezept zu sein. Ale, dann haben wir hier eine Kiste, die ist leer, na toll. Ja,
Der scheint das Rezept vielleicht eingesteckt zu haben, bei sich zu tragen hier. Komm, sprech mit dem Typ mal. Mandrake root, parsley, and a pig's heart? How is this supposed to make any sense? How can it even work? Oh, sorry. Do I know you? I'm terrible with faces. Either way, glad to make your acquaintance. I'm Jan Heber, a physician raised in Camelot and trained in the Royal Academy. I can't, but that doesn't really concern you, does it? No, not really. Please, I really don't feel like talking about my failures. Trust me, you don't have to remind me about my failures. Listen, before you go, if you're really interested, I've read that the Druids had some luck in curing this disease. There won't be any Druids left here in the south, but who knows? Maybe you'll have some luck. And if you do, please, tell me all about it. Nochmal mit dem sprechen. Is some local witchcraft I've been trying to make sense of. I guess I'll find out when I try it. Experience is the best teacher. Don't worry, I'm not testing anything on the others. Graham the Mad, a great Camelotian physician, used to say that a real doctor would never give his patient something he hadn't tried on himself first. A wise approach, which I follow myself. Okay. Oh, that was unexpected. Here, take it. What will happen, I have no idea. But please, tell me, if you live to find out. Heber's Elixir, okay. What irony. The pursuit of knowledge is always dangerous. That's why it's reserved for only the bravest of the brave. It takes true guts to face the unknown, to realize just how little you know, and how insignificant you are to the world. Okay. Why would you, though? Don't you have better things to do? Aha, got it. So you're up for work not out of the goodness of your heart, but as long as it gets you what you need. Understood. It's a good reason. Well, I'd say it's better than most. But all right, if you're a mercenary, then I do have a job for someone who'd be willing to risk their life in exchange for material goods. Back at the Academy, I found an ancient scroll written by the Druids. Forbidden knowledge, especially now, after the mob forced them all into a wicker man and burned every last one of them to ash. I finally deciphered it a little while ago. It describes a ritual that needs to be performed at night within a stone circle. And guess what? There's one in the nearby forest. Yep. I guess you already know what I need you to do. Okay, das mache ich auf jeden Fall mal. Gucke ich nochmal in seinen Shop rein. Ich kaufe mal alle Bücher, die lese ich mal durch. Wenn die mir Punkte geben, dann ist es okay. Wenn sich nichts ergibt, dann verkaufe ich die wieder. So, was haben wir denn hier? Milkweed. Ich kann ja mal alles kaufen, was er hat. Also alle wichtigen Sachen. Peppermint. So. Mehr hat er leider nicht. Gut, dann hätten wir da auch schon wieder was. Also leider kann ich dem anderen sein Rezept nicht mehr besorgen, wegen seinen Zahnschmerzen. Scheiß auf den Zahn. Dann weiß ich, was ich in der nächsten Folge machen werde. Dieses Ritual abhalten da in der Steinformation. Oh, wer ist das? Let me guess. Camelot, no? Timberwall, also no? So you're not from the north? Ah, of course.
You must be from Connacht. I should have guessed that right away. So, who's in charge there now? Nowhere. Never heard about it. It has to be a shithole like no other. And I think I won't learn much about politics from you. You know, people are talking about rising unrest in the north, and a secret coalition preparing a coup at the highest levels of power. And that whole plague thing is just a tool to reach their final goal. The Red Priests are also trying to get something out of it. And it's not going too bad for them, to be honest. The Druids are out of the picture already. Well, sure. They want to establish a new order on our island. And it's not clear who's involved in the whole mess. Maybe our captain is even involved? Hell knows. They'll have their people everywhere. Damn it! You could be one of them too. Although when I look at you, I don't think so. You have such a stupid face. With all due respect, of course. That's the case. Those sons of bitches are good at hiding. They kinda blend in and live among us. It's hard to tell if it's hideous magic or some other tricks. Wait a minute. I'm not suggesting anything here. I'm just thinking out loud. It doesn't make sense that the plague appeared just like that. Out of bloody nowhere? Hell no. It's a high-stakes game. Power over us, of course. Over our bodies and souls. Over Avalon. Over the whole damn course of history. You see? It takes one to know one. And that means we're just pawns. Folks like us won't change anything. But we have to talk out loud. It suits them when everyone keeps their mouth shut. Ja, großartig clever ist der Typ aber nicht. So, ich werde das Ganze jetzt mit beenden hier. Fange schon an zu lallen, weil ich so müde bin. Den Captain habe ich immer noch nicht gesprochen. Wahrscheinlich muss ich da rein. Excalibur. Excalibur? Interact. Ah, ich kann das nicht rausziehen, oder was? Es hieß doch, ich kann das Schwert rausziehen. Okay, anscheinend nicht. Boah, das muss ein geiles Zauberschwert sein hier. Okay, Leute, ich werde das Ganze jetzt beenden. Im nächsten Teil werden wir hier noch reingehen. Hoffentlich mit dem Captain sprechen. Dann eventuell noch mit dem anderen Typ sprechen. Für die Frau des Erhängten. Um zu schauen, warum der aufgeknüpft wurde. Oder irgendwie sowas. Und wir werden in die Steinformation gehen und nachts das Ritual abhalten. Gut, Leute, alles klar. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Teil. Auf Wiedersehen.